Hallo und willkommen zurück zu der Forgotten City mit eurer Eule. Wir haben... Wir sind in der Zeit zurückgereist. Hier sind diese Schnüre. Interessant. Aber ich glaube, wir nutzen das einfach mal, dass wir jetzt hier woanders abbiegen können und nicht dem Typen hinterher rennen. Schauen wir mal, was hier oben ist. Treppenhaus. Gucken wir erstmal oben. Wow. Schöner Ausblick auf jeden Fall. Noch mehr goldene Statuen. Und Leitern benutzen ist schwierig. So, geschafft. Was ist das hier für ein Ort? Und auf jeden Fall von hier oben. Hallo. Runterrutschen. Er sieht durch ihre Augen. Vielleicht durch die goldenen Statuen. Vielleicht sind die deshalb überall hier. Okay. Sieht ein bisschen aus, als könnte man da ins obere Stockwerk. Das möchte ich probieren. Ui. Oh, das ist einfach das Treppenhaus. Na gut. Und nochmal die Leiter hoch. Hopp. Und hier lang. Also wenn man mal schnell nach unten möchte. Das ist doch der Tempel oben. Hallo. Runden wir ihn erstmal. Da kommt man auf jeden Fall zu einer Terrasse hin. Ah, hier ist ein Eingang. Ups. Salve, friend. I'm Octavia. Hallo, Welcome Octavia. to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Weiß nicht, das letzte Mal habe ich es überlebt. Aber ich habe das Gefühl, ich werde noch einiges zu tun bekommen. Aber prinzipiell ganz gut, weil ich will dich nicht beunruhigen. Another stoic, perhaps. We all need something to help us through times like these. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Das ist sehr gut. Ich werde nämlich alle diese Dinge fragen. Was ist eure Geschichte? Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Wie seid ihr hier gelandet? Oh, much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. Yep, wie alle. Oh, that's all right. I'm sure it's all part of God's plan for me.
Gott, meint ihr nicht Götter? Oh yes, of course. A slip of the tongue. Ah. If you like. So, wisst ihr, wie man hier rauskommt? I'm afraid not. Although, I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way out. I don't put a lot of stock in such rumours, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until the gods decide our fate. Keine Sorge, ich werde es keinem verraten. I hope it works out. Was haltet ihr von der goldenen Regel? The many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbours as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Das sind aber tiefe philosophische Fragen. Ich weiß nicht, ob ich es zu einer Tendenz der Sünde bezeichnen würde. You don't think that's a little naive? I suppose you've never seen what I've seen. Innocent men and women, torn apart in arenas while thousands of Romans look on and cheer. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch genug Leute, die anderen helfen und dann diese Sachen überkommen. Aber wie gesagt, lass uns keinen ausführlichen philosophischen Diskurs darüber bilden, weil dann sitzen wir jetzt hier eine Stunde lang. Weil das ist ein interessantes, aber sehr, sehr schwieriges Thema. So. Ich bleib dabei. I wish I shared your faith. Gut. Ihr seid christlich, nicht wahr? Please keep that to yourself. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Ich werde euch nicht verraten. Oh, thank you. You have no idea how much I appreciate that. So, ich werde jetzt aber gehen. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Was? Oh no. No. No, 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 no. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Ich gebe mir Mühe. Jetzt habe ich meine Maus wieder. Ich werde mit ihm reden. Thank you. And please, choose your words carefully. Oh. Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. Nein, eigentlich nicht. I screwed up my life. That's what's wrong. I borrowed money, and when I couldn't pay it back, I wound up in debt bondage. I'll be stuck slaving away for that culus cumulatis malleolus for the rest of my life. I'm out. Wherever you are, Scintilla, my love, I'm sorry. Ulpius, no! Oh no. I can't believe he went through with it.
Oh, Lord. That poor lamb. Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for it. It isn't mine. That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted, moments after you arrived. Klingt, als müssten wir mehr über Scintillas Verschwinden herausfinden. I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. Malleolus scheint ja richtig beliebt zu sein. Oh je. Ich möchte da nicht runterspringen, danke. Ich glaube, das ist sehr ungesund. Folgt ihm? Springen? Ich schaue mich um. Ich schaue mich um, okay? Glaubensspruch. Okay. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Ich lebe. Ich bin ernsthaft überrascht, dass ich lebe. Mal gucken, ob ich hier was finde. Ein Brief. Nachricht von Julia. Ein Abschiedsbrief. Julia an ihren Geiselnehmer Malleolus und Claudia. Verflucht sollt ihr sein. Wenn ihr das lest, werde ich bereits tot sein, denn der Tod ist weniger schlimm als ein weiterer Tag in eurer Schuldknechtschaft. Mögen die Geier im Tartaros auf ewig eure Eingeweide fressen. Oh dir. Hier ist auch was. Nachricht von Ulpius. Ulpius und seine verlorene Liebe, möge Gott über dich wachen. Bitte wisse, dass ich so lange durchgehalten habe, wie ich konnte. Aber ohne dich ist mein Leben sinnlos. Ich hoffe, wir sehen uns im Garten Eden wieder. Ah, er war also auch Christ. Essen. Sieht ein bisschen nach dem Arbeitszimmer aus. Ich habe Sorge, dass er mich entdeckt, wenn ich gucke, was er macht. Also schaue ich mich erstmal ein bisschen um. Hallo? Irgendwer weint da. Vielleicht seine Frau. Eine verschlossene Tür. Das hier sieht nach einer Vorratskammer aus. Vase. Gemalte griechische Vase, die eine Schlacht darstellt. Ein bisschen mitgenommen. Diese bunt bemalten Wände sind faszinierend. I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the freedom you deserve. And yes, no more shall you walk on eggshells. Yes. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe because the tyrant Sentius told you it was forbidden. Mal gucken, ob es was bringt, ihm zuzuhören. My first act as magistrate, I hereby announce a day of, well, I should think,
A day of celebration. I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. Yes. Yes. Very good. Fertig? Na gut. Did you just leap into my villa from the balcony 100 feet above? That was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? Bevor wir ihm das erste fragen, weil er uns nicht mehr mag, fragen wir ihn doch erstmal die anderen Sachen. I'm Malleolus, and if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. Er ist auf jeden Fall selbstsicher. Was werdet ihr unternehmen, wenn ihr gewinnen solltet? I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. Und wie wollt ihr das tun? By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? Was macht euch denn sicher, dass sie nicht real ist? The person making a claim bears the onus of proving that claim. Can you do that? Can you prove the Golden Rule is real? Ich glaube, sie ist real. Nonsense. There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. Also, ich erlebe denselben Tag wieder und wieder. Die goldene Regel wird jedes Mal gebrochen. Okay, bis jetzt wurde sie erst einmal gebrochen. Gut zu wissen. Was ist nötig, um euch zu beweisen, dass sie echt ist? Bücher, Notizen? Oder auch wenn ich es nicht beweisen kann, wenn ich recht habe, wird dieses Wissen eine Katastrophe abwenden. Wenn ich falsch liege, wird es die Stadt zu einem besseren Ort machen. Ist das nicht eine gute Sache? I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people, and that means giving them the freedom to do as they wish. Ja, braucht ihr Bücher, Notizen? Surely you're not one of those people who believes everything you read, as if a lie could be transformed into the truth by the simple act of writing it down. Ich erlebe den Tag immer und immer wieder. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable soul taken in by Sentius's machinations. He won't get away with this much longer. Ja, Diskussionen sind nicht fruchtbar, wenn du einfach jegliche Grundlage anzweifelst. Ich sehe, wird nichts, was ich sage, euch überzeugen. True, but that is simply because you are mistaken. Aha. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I'm afraid not. We're stuck down here together, for better or worse. We're all going to have to make the best of it. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Zugegeben, habt ihr schon gesagt, aber... You mean the children's fable exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants? Gut, ich möchte, dass ihr von der Wahl zurücktretet. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Weil ihr alle sterben werdet. Denn sobald ihr gewinnt, brecht ihr die goldene Regel. Don't talk nonsense. There's no such thing as the Golden Rule. Ihr werdet Sentius wegen des Verrats verhaften und ihn zum Tod durch Gladiatorenkampf verurteilen. How could you possibly know that? Ich bin gut. Domitius hat es mir erzählt. Ich kenne all eure Geheimnisse, weil ich die Zukunft kenne. Nonsense! This is nonsense! I don't know how you know about my plans, but I'm absolutely sure Sentius is involved somehow. And now, I'm going to enjoy watching Domitius kill him even more. Now, get out of here! You outstayed your very limited welcome. Gut. Kann ich hier im Garten noch irgendwas angucken? Sieht nicht so aus.
Das ist nicht der Ausgang. Wo ist denn die Tür? Hier raus. Das hier ist die verschlossen. Hier immer noch raus. Sag mir, wie ich hier rauskomme. Hier ist nur die Tür, hinter der jemand weint. Wie komme ich hier raus? Ah, indem ich den Schlüssel nehme. Das ist vielleicht nicht oben aufschließen. Geschlossen. Wer bist du denn? I'm not supposed to be in here. Können wir reden? Talk. What business could you possibly have with me? Du wirktest unglücklich. Warum seid ihr in diesem Raum eingesperrt? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. Ich will nur helfen. Verratet ihr mir eure Geschichte? I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I'm receiving strange women in private. Also, den großen Pool in der Mitte eurer Villa habe ich irgendwie schon ein bisschen als Einladung gesehen. Außerdem hat die Statue mir gesagt, dass ich springen soll. Okay, vergessen wir das. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. Das wird nichts. Was haltet ihr von der goldenen Regel? I think it's about to be broken if you don't hurry up and leave. Okay. Finally! This is outrageous. Offenbar muss ich... Ich will sein Geld nicht klauen. Offenbar muss ich sie wann anders sprechen. Halte ich meine Items? Ja. Ah, sehr praktisch. So. Ich möchte raus. Ah. Hier kann man hoch. Vielleicht könnte man hier hochklettern, wenn sie nur mein Gewicht tragen könnten. Na, Katze. Ich bin gerade am Aufnehmen. Ich kann jetzt nicht. Moment. Luna wollte auch an der Aufnahme teilhaben. Ah. Da muss ich wohl erst noch rausfinden, wie ich das mache. Der ist bestimmt erbost. Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Nein. Good. You'd be eaten alive. Little runt like you. Gefressen? Wovon? Nobody's told you about Hannibal? Ugh. Why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground, and hunched over him was something that made my blood run cold. No word of a lie. I saw a creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. And it was eating Hannibal.
Hätte das nicht die goldene Regel gebrochen? If it was a man, maybe. But I swear on my life this was no man. More like a Strix. Or some Versipalus that feeds on human flesh. I didn't stick around to see which. Was habt ihr getan? What any sane person would have done. I legged it out of there and put a sign at the door to warn the others. Ich will da trotzdem runter. Without a weapon? Well, it's your funeral. Stimmt, das letzte Mal, als ich versucht habe, da runter zu gehen, wurden wir von der Wahl unterbrochen. Aber ich habe Licht. Das sah gerade aus, als würden da Treppenstufen fehlen. Uah. Der ist nur halb. Ich würde die Treppe runtergehen. Geh weg. Geh weg. Ins Wasser. Ins Wasser mit dir. Ich will mich hier umschauen. Hau ab. Hau ab. Hui. Okay. Kommt der mir ins Wasser nach? Scheinbar nicht. Aber hier sind... Ah, der war bestimmt im Wasser. Bleib da unten. Ich kann dich nicht umbringen. Ich kann dich nur treten. Offenbar kommt er nicht so gut mit Treppen klar. Dann kann ich mich hier ja umschauen. Musst du mich so erschrecken? Lililililili. Okay. Dahin? Ich höre mal Geräusche. Ach, da oben steht er. Das ist in Ordnung. Mondanhänger. Auf seiner Rückseite ist folgende lateinische Inschrift zu finden. Denn dir def. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ein Münzbeutel. Ich darf Geld mitnehmen. Ah. Diese goldene Reflexion sieht immer aus, als würde dieses goldene Skelett wieder auftauchen. Aber der scheint da hinten stehen zu bleiben. Na? Nicht, dass er mich wieder zu Tode erschreckt. Man kann hier auf jeden Fall... Das ist vielleicht einfach, wenn man ins Wasser fällt. Viele solche runden Becken. Aber ich glaube, das Nützlichste haben wir schon gefunden.
Hier ist ein Durchbruch in der Wand. Ein Köcher. Zerfleischte Kreatur. Eine ausgemergelte, menschenähnliche Kreatur, die mit Gold bespritzt ist. Die scheint zerquetscht worden zu sein, als sie aus der dahinterliegenden Höhle in die Zisterne einsteigen wollte. Okay. Wasser scheint eine besondere Rolle zu spielen. Ah, ich habe keinen Bogen, aber zumindest einen Köcher. So, ich glaube, dann habe ich mir hier alles soweit angeguckt. Dann gehen wir wieder. Ja, ich weiß. Ja, bleibt überall hängen. Raus hier. Und es muss einmal laden. Und ich kann wieder raus. Uhuhu. Ich habe dir Unrecht getan. Ich habe dir nicht geglaubt. Oh, Taschenlampe brauche ich nicht mehr. Okay, es kommt kein Monster raus, das mich verfolgt. So you survived the system. Probably just a stroke of fortuna. Don't get cocky. Hi. Möchtest du mehr darüber erfahren? Offenbar nicht. Whatever. Just remember, I'll be watching. Ja, was auch immer du sagst. Haben wir das hier schon mal angeguckt? Achso, ja, hatten wir. Gut. Ja. Interessant. Also wir haben auf jeden Fall einen Köcher, aber noch keinen Bogen. Wir sind von da oben runtergesprungen. Und vielleicht sollten wir ihm Bescheid sagen, dass Malleolus vorhat, ihn umzubringen. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Für heute haben wir erstmal genug geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.